Hallo meine Süßen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Unterm Messer, eurem hoffentlich Lieblings-Beauty- und Surgery-Podcast. Mein Name ist Barbie Breakout und ich sitze hier mit dem großartigen Christian Rössing. Hello. Ins Mikro. Aber Ich vergesse immer, in dieses Mikro zu sprechen, die erste es braucht aber Sekunde. immer nur den kleinen Hinweis am Anfang und dann hast du es drauf. Ja, du bist ja die Profin. Profi-In. Die Profi-In. Ja, ich halte es jetzt richtig davor. Das machst du sehr schön. Mein Schatz, ich freue mich, dass wir schon wieder zusammensitzen und die Leute bereichern können mit unserem wahnsinnigen Wissen, also meinem Halbwissen und deinem tatsächlichen Wissen. Ich muss es auch in dieser Folge am Anfang gleich sagen, wir haben ein Thema vor uns, wo es ein wenig Bildmaterial zur Anschauung gibt. Und das wird relativ drastisch auch sein zwischendrin. Also kein großes Blut und so, aber einfach Ergebnisse, die nicht so gut gelaufen sind. Deswegen eine kleine Warnung an euch, wenn ihr da sehr sensibel seid, dann müsst ihr da zwischendrin mal die Augen zumachen. Vielleicht. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben die allerschlimmsten Sachen haben wir dann auch rausgelassen, weil es soll ja auch nicht total. Aber ja. Ja, was ist denn unser Thema, mein Schatz? Unser Thema heute ist Botched. Botched. Weit gefächert. Was heißt eigentlich eine misslungene Schönheits-OP, misslungener Schönheitseingriff? Wann ist es misslungen seitens des Arztes im Durchführen des Prozederes oder auch in der Auswahl des Patienten? Wann ist vielleicht auch der Patient ein bisschen schuld, weil er unbedingt gewisse Dinge will? Ja. Und wann ist man auch zu früh dabei zu urteilen, ob etwas schiefgelaufen ist? Was lässt sich vermeiden? Was lässt sich wieder retten? Wo Richtig. sind wir geliefert? Wo ist einfach gar nichts mehr zu Genau. machen? Und man muss dann irgendwie damit leben. Ja. Gibt leider eben auch Dinge, die sind nicht zu reparieren. Und all diese Dinge, die wollen wir heute zumindest anschneiden. Ich Ja. denke, das kann man da stundenlang ausweiten. Aber es ist wichtig, Ja. das auch als Thema mit aufzuarbeiten. Ja, und das find ist ja auch was euch wahrscheinlich oft begegnet, ne? Also sehr oft. einfach Korrekturen. Je länger du in dem Business bist, ich mache das ja schon jetzt 20 Jahre oder über 20 Jahre, dann kommen dir natürlich auch immer mehr solche Fälle dann zugewiesen. Und dann hast du ein Sammelsurium, was man präsentieren könnte oder kann. Und man hat eine gewisse Erfahrung eben auch bei diesen misslungenen Fällen. Ich glaube halt ganz oft, dass es da, also gerade was Botched angeht, ein großes Missverständnis oft gibt oder mehrere große Missverständnisse. Du hast es eben schon so ein bisschen gesagt. Ich glaube, es gibt Eingriffe, die in meiner Wahrnehmung, du wirst mir gleich sagen, ob ich damit richtig liege oder nicht, ich würde es als tatsächlich Botched werten, wenn der Eingriff verkackt worden ist. Also wenn wer auch immer operiert hat, einfach entweder schlechte Arbeit gemacht hat oder die Umstände im OP unterirdisch waren, also ne, wenn das nicht steril war, zum Beispiel, wenn dann Infektionen und so daraus resultieren, das würde ich tatsächlich als botched werten. Aber wenn zum Beispiel, ich glaube, ganz oft ist es der falsche Eingriff für die falsche Person, kann das sein? Richtig, der falsche Eingriff für die falsche Person, falsch vom Arzt ausgewählt, wahrscheinlich vielleicht auch möglicherweise technisch gut und richtig durchgeführt, aber das Ergebnis ist einfach fürchterlich, weil es einfach hätte bei dieser Person nicht gemacht werden müssen. Und das ist ja auch das, was die Warnung auch an Ärzte, an junge Ärzte ist, nicht immer alles zu machen, was gewünscht ist. Sich vielleicht eben auch mal damit zufrieden geben, wenn der Patient, vielleicht ist er dann auch sauer oder du verlierst ihn. Ich sage mir immer, er geht wahrscheinlich irgendwo hin, wo es dann gemacht wird, das ist natürlich auch klar. Aber dann hast du es nicht getan. Das ist ja eben auch ein bisschen Selbstschutz. Aber eben nicht immer alles machen, was die Leute wollen. Ja, und das klingt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen nicht kommerziell gedacht genug, wenn man dann sagt, naja, dann holt er sich halt woanders, also mache ich es, er lässt es ja dann machen, aber am Ende ist es ja der Name, der dann da drunter steht und wenn dann 5 Leute in der Stadt rumlaufen, die kacke aussehen, auch Ja. wenn es gut operiert ist, aber die kacke aussehen, weil sie einfach die falschen Sachen im Gesicht haben, die Leute fragen, wer ist das dein Name, ist doch nicht gut. Richtig, ja. Und deswegen sage ich das auch, denn, also wenn jetzt zum Beispiel ich hatte mal eine wirklich super, super überschlanke, fast magersüchtige Patientin, die hat mich dann gefragt, ob ich ihr Fett aus den Waden sauge, wo gar kein Fett war oder dann noch ein Stück Muskel rausnehme. Und Maus. natürlich sage ich dann, das geht nicht, erkläre das auch und am Ende warne ich auch immer davor bei solchen Fällen. Ich weiß, Sie können jetzt noch 10 andere kontaktieren. Einer von den 10 wird es wahrscheinlich tun. Ne? Der wird Ihnen da irgendwas raussaugen. Ich hoffe, Sie tun es nicht. Ich finde, es ist auch in meiner Pflicht, das zu tun.
Wie es am Ende ausgeht, ich weiß es nicht. Wir haben ja, ich will gleich mal zu Anfang ein, zwei auch prominentere Ergebnisse zeigen, die für mich ein ganz gutes Beispiel dafür sind, dass es vielleicht einfach der falsche Eingriff war. Eine Sache vorneweg, wir haben das in der letzten Folge am Ende schon gesagt, wir sagen es hier gleich nochmal am Anfang, es geht uns überhaupt nicht darum, hier irgendwelche Leute bloßzustellen, uns über Leute lustig zu machen oder jetzt irgendwie dann Sack aufzumachen und Leute öffentlich an den Pranger zu stellen. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist nicht unser Podcast, das sind nicht wir, das können andere Leute machen und müssen dann damit leben, dass sie Arschlöcher sind. Hi. Wir tun das nicht, aber es gibt prominente Ergebnisse von Leuten, wo in der Öffentlichkeit auch, wo sie sich selber schon positioniert haben, gesagt haben, entweder ich bin selber mit dem Ergebnis nicht happy, das ist scheiße gelaufen, oder wie in dem ersten Fall von dem, was wir euch jetzt zeigen, wo es ist ja keine misslungene OP in dem Sinne, wir machen uns darüber nicht lustig, es ist nur einfach, glaube ich, der falsche Eingriff gewesen für den falschen Patienten. In dem Fall reden wir von Bradley Cooper, der, ihr werdet das mitbekommen haben, in den Medien ein bisschen rumgereicht worden ist in den letzten Monaten, weil er plötzlich sehr verändert aussah. Und ich glaube, einiges davon kann man zurückführen auf vielleicht einen Gewichtsverlust oder so. Aber was relativ klar war dann, war, dass auf jeden Fall am Oberlid was passiert ist. Wir haben hier ein Bild von ihm nach dem Eingriff. Das vorher kennst du, glaube ich, ne? Aber das hier sind die Augen danach. Ja, ja. Ja, das geht auch wirklich, es geht jetzt nur um dieses Gesicht und im Ende ist es genau falsch ausgewählt. Das ist einfach überhaupt nicht der Weg gewesen, eine Oberlidstraffung zu machen, weil er hat super tief gelegene Augenbrauen, die sind einfach viel zu tief, um dann zwischen der Augenbraue und den Wimpernkranz dieses bisschen Haut noch wegzuschneiden. Dann irgendwann landet die Augenbraue ja fast auf den Wimpern und deswegen sieht es dann auch das Auge so komisch rundlich aus. Es ist einfach dann, Charakter wird zerstört im Prinzip, der Gesichtsausdruck. Ich hätte das nicht gemacht. Ja. Und er hat das bestimmt auch gar nicht gewusst, dass er danach so aussieht. Nee, Nehme glaube ich mal auch an. nicht. Und wir hatten da ja schon öfter drüber auch gesprochen, dass es, gerade wenn man von Eingriffen bei Männern spricht, dass die Leute immer sagen, lasst das Auge in Ruhe. Also gerne ein Facelift oder irgendwie ein Kinn oder irgendwas raffen oder so gerne. Aber wir lassen die Augen in Ruhe, weil es sehr schnell feminin wird. Und das ist ja bei ihm dann auch irgendwie passiert, ne? Durch diese Tiefe, die er jetzt da hat. Richtig, das sieht dann so hohl und schattig aus. Ja. Es ist einfach tief. Möglicherweise ist auch zu viel Fett rausgenommen worden. Also es passt einfach dann nicht mehr in das Gesamtbild. Und der vermeintlich kleine Eingriff so einer Oberlidstraffung kann dann zu so einem Ergebnis führen. Aber die hat ja gerade auch eine riesen Renaissance, die Oberlidstraffung. Also nicht, dass wir da reden wir in einer anderen Folge mal drüber, aber das ist doch eine Gefahr, dass das häufiger passiert, oder? Ne? Weil wenn das so inflationär eingesetzt wird bei jedem, Ja, ich wollte das ja auch schon haben, du hast mir das ausgeredet. Genau, weil viele sitzen da und sagen, gucken Sie mal, ich habe da hier zu viel Haut. Vielleicht ist da auch ein bisschen zu viel Haut da. Man muss auch unterscheiden, hatten die denn immer schon ein Schlupflid? Viele haben ja diese sogenannten angeborenen Schlupflider. Das sieht man auf Bildern, wenn die 14 sind, haben die eigentlich ein Schlupflid schon immer gehabt. Den empfehle ich in der Regel, das nicht wegzumachen, weil es sieht einfach danach anders aus. Bestes Beispiel, hier wie diese Schokoladen, wie hieß die denn? Bridget Jones. Bridget Jones, ja. dieser Schokoladenfilm da, die wurde ja auch, das ist ja schon ewig her, als die plötzlich gar nicht mehr zu erkennen war. Das war ja ihr Markenzeichen. Ja. Und das sind eben diese Dinge, die man beachten muss. Und da wird manchmal zu viel Fett rausgeholt, zu viel Haut weggeschnitten. Es wird standardmäßig einfach gemacht, ja, wenn es gewünscht ist. Ja. Ist denn ist es generell bei Männern ein falscher Eingriff? Nein, das habe ich jetzt zu dramatisch gesagt. Ne? Es gibt auf jeden Fall Männer, wo das auch gut funktioniert. Absolut. Das ist, wenn man wirklich sehen kann, es ist ein Hautüberschuss, die Augenbraue steht an der richtigen Stelle. Es ist nicht ein Brauen absinken, wo man dann eher mal die Braue etwas anheben muss oder es kombinieren muss, also dann Hautentfernung am Oberlid plus Braue anheben. Das sind halt Dinge, die muss man vorher genau ausloten, aber es ist für Männer genauso gut. Weil ich kenne Leute, bei denen das super geworden ist. Natürlich. Die halten sich jetzt auch nicht mit Maskulinität so wahnsinnig auf, muss man auch dazu sagen. Also wenn bei denen was ein bisschen femininer ist, das wäre wie bei mir, würde ich auch denken. Absolut. Und die Danke. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich mag halt Schlupflider ganz gern. Ja. Aber deswegen habe ich zum Beispiel bei dir nicht gesagt, lass das nicht operieren. Du hast schlicht und weg einfach kein Schlupflid. Right. Na, du hast damals auch gesagt, es kann eben passieren, dass die dann auch so rund werden und hast gesagt, lass das mal. Und Genau. dann, weil also so würde ich dann auch nicht aussehen wollen, tatsächlich. Nee, also ich finde ganz oft bei Oberlidstraffung, jetzt sind wir tatsächlich auf dieser Seitentangente, wir kommen gleich zurück,
Ich finde ganz häufig, dass das so einen seltsam kalten Blick machen kann, wenn da oben rumgeschnitten worden ist. Das wirkt so ein bisschen starr dann der Blick. Auf so eine seltsame Art, weil er ist ja nicht starr. Es verliert irgendwie diese Weichheit, diese runde Weichheit. Ist oft am Anfang so. Das habe ich auch dann, auch wenn du alles richtig machst, nicht zu viel wegnimmst, kein Fett rausnimmst oder nur wenig, dann ist ja am Anfang diese Schwellung zwischen der Wimper und der Narbe. Da ist wie so eine steife Schwellung, das sieht manchmal so unbeweglich aus. Und dann sehen die eben so puppenaugenmäßig aus. Vergeht in der Regel. Okay. Ich kann dann immer beruhigen, weil ich weiß ja, was ich da weggenommen habe, wie ich das gemacht habe, dass das kein dauerhafter Blick wird. Aber ich weiß, was du meinst. Die sehen manchmal so tot aus ein bisschen. Ja, tot ein bisschen. Schön. Wir kommen zu einer Frau, die tatsächlich leider gebotcht worden ist. Da stimmt der Begriff auf jeden Fall. Galt mal als eine der schönsten Frauen der Welt, Priscilla Presley. Die hat dann die hat, glaube ich, eine ganze Reihe von Schönheitseingriffen gehabt, aber ist dann an jemanden geraten, der tatsächlich ein Scam-Artist war. Also hatte überhaupt keine Zulassung. Eine wahnsinnig schlimme Story. Ne? Verkauft als Dr. Daniel Serrano. Und hat damit geworben, dass er quasi so ein Power-Botox macht, also eins, das viel länger hält als alle anderen. Und auch er hat irgendwie so Filler, der länger hält als alle anderen und der obendrein noch irgendwelche verjüngenden Fähigkeiten hat. Und in Wirklichkeit war es, glaube ich, ein Bausilikon oder so. Also er hat denen wirklich krasse Sachen ins Gesicht gejagt. Und da muss man wahrscheinlich gar nicht viel zu sagen. Die Frau tut einem wahnsinnig leid. Ja. Und die hat Jahre dann damit zugebracht, das korrektiv wieder halbwegs hinzukriegen. Aber was machst du denn mit sowas? Fast nichts, da ist fast nichts zu tun. Also ich kenne jetzt die Details nicht genau, man hat davon so gehört, es ist ja schon mal Wahnsinn, dass nun genau so eine Person an so jemanden Habe ich auch gedacht. Also die hat doch die Kohle, zu guten Leuten zu gehen. Ja, wahrscheinlich ist die diesem Heilversprechen so aufgesessen, diesem Wunderversprechen. Oftmals ist es auch gerade bei diesen ganz super Prominenten, ist der Austausch dann gar nicht mehr so hoch, wie man das immer annimmt. Die sind dann sehr unter sich und sehr abgekapselt. Sitzen dann so einer Geschichte auf. Also das ist natürlich eine Katastrophe. Die Haut ist total uneben und da sind wahrscheinlich eben nicht legale Filler drin, die sich nicht abbauen. Die Granulome bilden alles, verbacken. Ja, Silikon halt. Silikon halt. Hauptproblem bei solchen Sachen, wenn man da etwas korrigieren möchte, auch chirurgisch, die sind sehr schlecht durchblutet. Das hängt am seidenen Faden. Wenn man da jetzt sagt, ich schneide das irgendwie auf und hole das raus, kann es eben sein, dass dann die Wunden nicht heilen. Und dann hat man ein Riesenproblem. Im Übrigen, bei all diesen Sachen, die dann echt botcht sind, die dann zum Beispiel jetzt bei mir oder bei irgendeinem Kollegen landen, da geht einem natürlich auch durch den Kopf, jetzt bin ich der Letzte, der da dran gefummelt hat. Wer war denn der Letzte, der es operiert hat? Andererseits möchte ich natürlich die Leute auch nicht im Stich lassen. Was meinst du damit, du warst dann der Letzte, der dran war? Wenn Leute dann fragen, dann heißt, du hättest das verbrochen? Ja. Oder? Ah, okay. Wo ist das denn operiert worden? Ja, ich war da und da. Und da wird ja oft unterschlagen, dass das ja eine Vorgeschichte eine Korrektur hat. War. Alles klar. Also das ist nochmal eine andere Sache, auch wie man die Leute aufklärt und was sie zu erwarten haben. Viele Dinge kann man ja nicht zurückdrehen. Ja. Und ich glaube, da wird oft eine Erwartung reingesetzt, dass ich das jetzt alles wieder wegmache und alles ist ungeschehen und auch nochmal schwierig. Verstehe. Okay. Na, wir hatten, von ihr gibt es noch ein paar andere Bilder, wo ich blende hier nochmal 2, 3 ein, wo man halt auch sieht, ne, die hat diese marionettigen Einkerbungen hier, was ja dann, glaube ich, ein zu krasser Facelift war oder so, wo ich dann aber auch nicht wusste beim Draufgucken, ist das jetzt another botched surgery on top oder ist das der Versuch, irgendwas zu korrigieren, der dann halt einfach nicht besser ging? Kann man im Nachhinein, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, ich denke, wird vorher auch schon Eingriffe gehabt haben. Ich denke, das war so und dann kam jetzt das noch dazu und vielleicht ist noch irgendwas. Also das wirklich rauszufinden, wird schwierig sein. Ich habe es gesehen, der Mund ist auch so komisch verzogen. Aber das ist ja schon eine Wahnsinnsstory, das hört man ja auch immer mal wieder, dass dann in irgendwelchen Hinterhöfen da irgendwas gespritzt und operiert wird. Das ist schlimm. Ja, und jetzt haben wir eine Trend-OP, die war, ich würde sagen, vorletztes Jahr ging das so los oder vorvorletztes vielleicht sogar schon, das wirst du besser wissen, dass alle Celebrities plötzlich Buccal Fat Removals gemacht haben, also ne, wo dieses Fatpad in der Backe unterm Wangenknochen rausgeschnitten wird über den Mund. Das ist kein riesengroßer Eingriff, glaube ich. Deswegen war das vielleicht auch attraktiver und man sieht halt so snatched aus.
im Idealfall. Es gibt aber ganz viele Leute, für die das echt eine dumme Idee ist. Eine der prominentesten davon, würde ich sagen, ist Lea Michele. Die kennt ihr vielleicht als die Rachel aus Glee. Die hat sich gedacht, ich mache das mal und swipe hier mal bitte durch. Das sind mehrere Vorher-Nachher-Bilder. Ich blende sie euch zu Hause ein. Poor choice. Ja, das ist genau das Thema. Ja, schlimm. Arme Maus. Ja, arme Maus. Also, findet sie es denn gut? Weiß man das? I don't know. Nobody Sie nicht knows. gefragt. Typischer Aber Fall. die Tatsache, dass sie es beim Make-up immer noch betonen, also sie lässt da ja immer ordentlich Kontur noch reinlegen und also noch einen Schatten, sie lässt es verstärken im Make-up, lässt mich glauben, dass sie es wahrscheinlich gut findet, wie es ist. Eben, das muss man ja auch nochmal beleuchten. Ja. Also wenn jemand so ein Ergebnis gut findet, muss ich das ja auch irgendwie akzeptieren. Grundsätzlich aber im Allgemeinen ist es so, das ist eine Operation, die macht man bei Normalgewichtigen, Ja. die ein pausbäckiges Gesicht haben Ja. und die noch jung sind. Ja. Also man passt ja, aber so pausbäckig fand ich die jetzt Die vorher war nicht. kantig halt, die hatte Ja, halt kantig. einen Kiefer. Genau. Die hat einen breiten Unterkiefer. Ja. Ist wahrscheinlich eher der Massetermuskel, der ein bisschen breit ist. Aber wenn ich jemand, der normalgewichtig ist und ein pausiges Gesicht hat, dieses bukale Fett da raushole, dann wird der ein schönes Ergebnis haben. Das ist ja ein kleiner Schnitt in der Wangenschleimhaut, das geht easy, wenn man es weiß, wie es geht. Es ist natürlich eine sensible Region, es sind viele Nerven da, kann man sich vorstellen. Also das muss man schon exakt und gut machen, aber das Ergebnis ist vorausschaubar gut. Wenn ich es aber bei jemandem mache, der sehr, sehr schlank schon ohnehin ist, und ich auch einkalkulieren muss, dass er im Laufe seines Lebens ja auch vielleicht noch schlanker wird. Manche, werden ja eigentlich, ich sage immer, sind wie so Dürrpflanzen, werden ja immer dünner. Ja, die sehen natürlich dann schrecklich aus. Und wenn das jetzt schon so übertrieben aussieht, dann weiß ich nicht, was passiert in 10 Jahren, wie das dann aussieht. Ja, und ich finde bei ihr vor allem, also jetzt nur für meinen Blick, ne? Ich bin ja, weiß Gott, keine Person vom Fach, aber für mein ästhetisches Empfinden ist das halt so ein Ding, das wäre sowas, was ich früher auch unbedingt hätte haben wollen, Ja. weil ich rund war, weil ich dick war und weil ich gerne mehr snatched gewesen wäre, was aber mit meiner Anatomie überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Also wenn du in mein dickes Gesicht mit Doppelkinn das Ding rausoperiert Furchtbar hättest, wäre das gewesen. ich hätte ausgesehen, als hätte mir jemand von der Seite irgendwie eine Kerbe reingeschlagen, weil das korrespondiert ja nicht mit dem Rest des Körpers. Ja, das sieht dann aus wie eine Fettverteilungsstörung. Ja. Und sieht eher krank aus. Also Ja. das kann man eigentlich so nicht machen. Also es muss wirklich, die Auswahl ist da ganz, ganz wichtig. Häufig sind es asiatische Menschen, die sind ja oft sehr zierlich, sehr dünn und haben dieses runde Gesicht. Die eignen sich mega dafür. Aber die Auswahl ist eben super wichtig. Also ich finde zum Beispiel, Rumors sind ja, dass Miley Cyrus das zum Beispiel hat machen lassen und ich finde das bei der auch geil. Bei der finde ich das auch geil, weil die hat einen schmalen Kiefer und ja, das ist jetzt auch in Kombination mit den neuen Zähnen, jetzt lästern wir doch ein bisschen, aber wir lästern nicht, weil ich finde es ja geil. Es ist alles ein bisschen viel, aber ich finde, der steht das, die kann das gut tragen. Ja. Der steht Finde ich auch. dieser krasse Wangenknochen, dieses krass eingechiselte, steht ihr wahnsinnig gut, auch wenn die Leute sagen, sie finden das too much. Ich finde es geil. Bei der macht das Sinn, aber ich finde, gerade wenn du so einen breiten Kiefer hast, ist das. Ja, das sieht dann eben, da denkt man immer, irgendwas passt doch nicht. Also Ja. das ist so, man kann es manchmal gar nicht beantworten. Ja. Und ich will halt einfach nicht so gern der Schuldige sein. Nee. Deswegen finde ich es auch okay, wenn man das dann eben bei manchen Leuten auch auf Wunsch nicht macht. Also finde ich immer. Ne, wir hatten auch schon eine Folge dazu gehabt, wenn man Nein sagen muss und das ist ja ein guter Fall, wo man vielleicht einfach mal sagt, das ist wirklich nee, dann, Maus. das würde genau in diese Folge auch noch passen. Ja. Vielleicht hatten wir es ja auch schon mal angeschnitten. maybe. Jetzt haben wir gerade schon über Injectables gesprochen im Falle von Priscilla Presley, was leider schlechtes Silikon, aber es gibt ja nicht nur bei chirurgischen Eingriffen die Komplikationen mit dem Botchen, sondern natürlich auch bei Injectables. Und das kann teilweise auch ganz schön haarig werden. Du hast mir mal ein paar Fotos zur Verfügung gestellt. Ich blende sie euch zu Hause jetzt mal ein. Ich zeige sie Christian hier auch nochmal im Live, damit wir wissen, wovon wir reden. Sag mal, was wir da sehen, wenn du das aus der Erinnerung weißt. Ja, also das sind Bilder, die ich geschickt habe von Komplikationen nach Hyaluronsäure. Ich weiß nicht, welche wir Injektion. auswählen, welche vielleicht zu krass sind. Kannst du jetzt mal selber sagen, was wir nehmen? Also ich finde es immer, also Lippe, typisches Beispiel. Das ist eben, man denkt immer Lipfiller, macht man ein bisschen Filler in die Lippe. Die Lippe hat ein ganz interessantes Geflecht an Arterien, also zuführende Blutgefäße. Die sind relativ dick und eben auch entsprechend größere Gefäße, die wieder abführen, das Blut, Venen.
So, wenn ich jetzt ein zuführendes Gefäß Hyaluronsäure spritze und das da reinspritze, dann kann es zugehen und dann gibt es immer ein definiertes Areal an der Lippe oder auch oberhalb der Lippe, was dann einfach ganz schlecht durchblutet ist. Und wenn man da nicht sofort dafür Sorge trägt, dass diese Hyaluronsäure wieder weg ist aus diesem Gefäß, nämlich mit so einem Enzym Hylase, Ja. dann kann man das noch recht schnell sofort retten. Man sieht das ja auch, wenn es passiert, aber wenn es jemand injiziert, der nicht berechtigt ist, es zu injizieren oder berechtigt ist, aber eben nicht das Gegenmittel, wie man so schön sagt, zu injizieren, wie zum Beispiel Heilpraktiker, ich muss es leider so sagen, denn die dürfen die Hylase nicht spritzen, das Alles ist klar. nämlich ein Medikament. Dann hat man das, genau das, was man hier sieht. Dann wird die Lippe plötzlich weiß beim Spritzen. Man denkt dann, naja, wird schon weggehen, geht leider nicht weg. Und einen Tag später ist die Lippe nicht mehr an dieser Stelle durchblutet. Und dasselbe gibt es Kriegst du Nekrose, Nasolabialfalte. dann Nekrose, ne? stirbt das ab. Das Gewebe stirbt ab. Fuck. Ja, es kann wirklich absterben. Es gibt natürlich auch dann Erholungsmechanismen, versucht das umliegende Gewebe, das Ganze aufzufangen. Aber es gibt zumindest das sieht man auch in den Bildern mit dieser Kruste, ne? Wenn die Haut so krustig aussieht, das heilt dann unter Narbenbildung ab irgendwann. Und es gibt natürlich auch Fälle, wo Haut verpflanzt werden muss, was natürlich dann ganz drastisch ist. Und da muss man eben immer drauf vorbereitet sein. Deswegen auch vermeintlich kleine Sachen wie Unterspritzung können gravierende Folgen haben. Gravierende, ja. Ich bin immer wieder, ich glaube ja nicht an Schutzengel oder so, aber ich muss immer wieder auf irgendwelche Sachen klopfen, wenn ich mir überlege, wie oft ich mir selber, haben wir auch schon in einer Folge mal besprochen, selber milliliterweise Hyaluronsäure ins Gesicht geballert habe, ohne, also ich wusste, wie ich ungefähr spritze und wohin ich es will, aber ich hatte gar keine Ahnung von all diesen Komplikationsmöglichkeiten und habe da einfach mal drauf losgeballert. Und das hätte ja so gut in die Hose gehen können, weil ich hatte ja wirklich keine, und ich bin auch an Regionen gegangen wie hier oben, wo so viele Nerven sind und so. Also ich habe da wirklich, ich war da sehr experimentierfreudig und dass da nichts passiert ist, Ja, Glück knock on gehabt, wood, ne? weil andere Komplikation ist das Auge, man kann ja auch blind werden. Ja, es gibt genauso wie jetzt, was ich an der Lippe erklärt habe, es gibt dann auch Arterien, die in die Netzhaut führen, die auch also das sind ja verschiedene Connections zwischen den Blutgefäßen. Und wenn man da eben so ein Blutgefäß füllt und plombiert, regelrecht, dann kann eben auch die Netzhaut betroffen sein und nicht mehr durchblutet werden und das heißt dann Blindheit. Und es gibt einen Fall, das war hochdramatisch, ich kann gar nicht mehr sagen, wann das war, ist auch schon ewig her. Da wurde bei einem Kongress, bei einem Seminar, dem Patienten vor Hunderten von Zuschauern, also es war eine Lehrveranstaltung für Hyaluronsäureinjektion. Beim Injizieren das war eine Frau, sagte die plötzlich, ich sehe jetzt nichts mehr. War natürlich jetzt der beste Ort, um dann gegenzusteuern, weil es wurde sofort mit Hylase quasi in Massen, man muss dann auch viel reinspritzen, viel mehr als man glaubt. Das ist dann auch ganz gut wieder gegangen, aber das war natürlich das Paradebeispiel, was im schlimmsten Fall schiefgehen kann. Ich kann mich täuschen, Dr. Tim Pierce kennst du auch? Ja. Ja, der macht ja tolle Sachen Ja. und auch Coachings und so. Und ich meine bei dem vor ein paar Wochen auf einem Post gesehen zu haben, dass der entweder eine ähnliche Situation hatte oder sowas nachgestellt hat quasi. Aber dass der auch bei einem Coaching, glaube ich, vielleicht in die Situation kommt, dass einer seiner Jünglinge, der da das gelernt hat, vielleicht irgendwas getroffen hat und er das dann aber natürlich auflösen konnte. Aber ja, Horror. Ja, ich selbst hatte auch, ich traue mich natürlich auch in die Regionen zu spritzen, die etwas gefährlicher sind. Und das war eine Unterspritzung hier in der Glabella, also Zornesfalte, sehr, sehr tief, um das anzuheben. Und man merkt, selbst wenn man mit der Nadel aspiriert, also man zieht dann so ein bisschen zurück und guckt, ist man denn in so einem Blutgefäß. Das war nicht der Fall. Wahrscheinlich bin ich dann irgendwo mit der Nadel ein bisschen verruckt und dann ist es doch ins Blutgefäß gekommen und dann sieht man, wie dann fast die Hälfte der Stirn plötzlich so weiß wird. Das sieht man aber auch, also das ist so auch dezent weiß. Es ist nicht so, dass aber du merkst, irgendwas ist da und dann, ich sofort zurückgezogen, Hylase quasi über dieselben Zugang, also über dieses selbe Stich, wo die Nadel drin war, reingespült und es ist sofort weggegangen. Wenn man dann aber glaubt, ja, lass mal den nochmal 10 Minuten drücken und es ist vielleicht nur manche denken auch, es ist ein Hämatom,
es ist eben im Gegenteil, es ist kein Hämatom, sondern es ist keine Durchblutung mehr da, dann geht es los und dann ist das Problem riesig. Und dann halt auch sehr schwer zu retten, ne, wenn es einmal richtig, Ja, richtig also das ist nie ganz folgenlos, wird das nicht sein. ja. Ja, viele haben dann so Pigmentstörungen und die Haut pellt sich ja ab. Also das ist unschön. Ja. Ich liebe das ja, dass du da auch also ne, dass du jetzt gerade auch davon erzählst, dass dir das selber auch passiert, weil ich glaube, eine Fehlwahrnehmung davon ist, dass das quasi nur stümpern passiert. Und das ist Schwachsinn, oder nicht? Totaler Schwachsinn. Es kann jedem passieren. Es ist natürlich wird es häufiger passieren, der zu enthusiastisch, ohne viel Erfahrung Dinge einfach macht, weil er glaubt, er kann das auf jeden Fall. Man muss ein bisschen devot sein, weil es kann uns allen passieren, es kann mir nach 20 Jahren passieren, dass ich in eine Lippe spritze und die wird plötzlich weiß, obwohl ich alles richtig gemacht habe und aspiriert habe und so. Man muss nur wissen, wie kann ich Dinge korrigieren, wie kann ich sie retten. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Glück im Ende, wenn man sich einfach devot gegenüber seinem eigenen Beruf verhält. Eine gewisse Demut ist da auf jeden Fall immer, gerade wenn man am offenen Menschen arbeitet, immer gegeben. Stichwort offener Mensch. Wie macht man oder wie geht man damit um, wenn das tatsächlich kein Injectable ist, was relativ schnell zu retten ist, sondern eben tatsächlich was man operiert hat, wenn man dann selber merkt, scheiße, das ist nicht gut gelaufen? Gibt Dinge, die sind natürlich, wie ich schon sagte, korrigierbar. Das macht man dann auch. Oftmals geht das aber eben nicht sofort. Das ist genau die Zeit, die sehr anstrengend ist für den Patienten, für die Patientin oder auch und natürlich für mich, weil ich muss versuchen, die Geduld zu erzeugen, zu füttern. Bitte warten, bitte warten. Viele Dinge erledigen sich einfach von alleine nach einer gewissen Zeit. Ich meine, du hast das selbst bei dir auch erlebt. Das war natürlich eigentlich eine kurze Zeit, aber manchmal muss man wirklich ein paar Monate warten, wenn es eben nicht so gut gelaufen ist. Cardi B hat gerade im Interview erzählt, dass nach ihrer Nasen-OP, dass sie, ich glaube, 2 Jahre gewartet hat, bis das perfekt war, weil die Leute gesagt haben, das dauert, bis sich alles gesettelt hat. Ja, es dauert bei Nasen sowieso unbedingt ein Jahr, bevor man dann etwas sagen kann. Manchmal eben sogar noch länger. Diese Schwellungen können sehr, sehr hartnäckig sein. Ja. Also ich habe schon gefragt, ne, Korrekturen habt ihr wahrscheinlich die ganze Zeit. Was für Eingriffe gehen denn besonders oft schief? Nasen. Okay. Wir sind ja auch, oder ich bin ausschließlich nicht mit Nasen beschäftigt, im Gegenteil, also das sind Dinge, die muss man eben auch dann mal wegsortieren. Also man kann natürlich kleine Nasenspitzen, Korrekturen machen, man kann vielleicht einen Höcker begradigen, aber alles, was dann an eine komplexe Nasenoperation geht, die schicke ich ehrlich gesagt zu Kolleginnen oder Kollegen, die es wirklich fast ausschließlich machen. Ich glaube auch, wir wären alle nur gut, wenn wir uns zumindest in eine gewisse Weise in der Subspezialisierung, die wir ja eh schon haben, in der Schönheitschirurgie, noch ein bisschen mehr spezialisieren. Und da kann man eben nicht alles können. Und das sind so, also Nasen kommen sehr, sehr häufig, natürlich auch Facelift-Korrekturen, wenn die Ohrläppchen falsch angenäht wurden, wenn sich das verzieht, wenn es Asymmetrien gibt. Es gibt aber auch einfach Facelift-Zwischenfälle oder Komplikationen, die sind einfach unvorhersehbar und die brauchen sehr, sehr lange. Lymphstau unter den Augen, ganz häufig. Die müssen einfach fleißig zur Lymphdrainage gehen. Aber da muss man auch wissen, wie man die bei Laune hält, die Leute. Ist nicht so einfach manchmal. Gibt es Brüste, könnte ich mir auch vorstellen, dass da wahrscheinlich... Oh ja, das ist natürlich auch, und das ist noch so ein Thema. Brüste, auch das ist etwas... Wir müssen uns immer klar sein, diese Silikonimplantate, das ist etwas, ich schiebe in jemanden ein Implantat rein und hoffe mal, dass der Körper da alles, da gibt's ich meine, das ist alles ziemlich gut erforscht. Die Kapselfibrosenrate ist runtergegangen, die Oberflächen der Implantate sind besser. Ich habe diese Woche noch ein Implantat rausgeholt, das war seit 10 Jahren da drin, völlig kaputt gebröckelt. Da ist das Silikon, das schwamm da drin wie eine warme Pampe. Und das sind alles Dinge, die passieren jetzt nicht mehr so häufig, weil die Oberflächen natürlich besser sind. Die Forschung hat da natürlich
ihr Übriges getan. Trotzdem bin ich persönlich der Meinung, das ist ein großes Silikonteil, was man da irgendwo in die Brust schiebt und bitte nicht erwarten, dass das forever gut ist. Das sage ich auch immer dazu. Und dass man damit auch rechnen muss, dass man es eventuell auch mal wieder entfernen muss. Und auch das Gewebe drumherum. Wir können nicht wissen, wie sich das entwickelt. Nee. Es wird immer so dargestellt. Nee, und also eine Komplikation, wir haben dazu Bilder, die werden wir aber nicht zeigen, weil die wirklich ein bisschen zu krass sind. Eine Komplikation, von der ich weiß, dass bei einer Brustreduktion, vor allem wenn tatsächlich die Areola, die Brustwarze ja auch ausgeschnitten wird meistens, ne, um diese Narbe da hinzukriegen, die Naht, dass es da eine realistische Gefahr gibt, dass die abstirbt. Weil die ja komplett vom Blutzufluss erstmal getrennt ist, glaube ich. Nein, eben nicht. Also die wird nicht abgemacht, dann wird die Brust verkleinert und dann wieder draufgeklebt. Das gibt es auch, aber das ist nicht der normale Weg, sondern man lässt die an sich an ihrer Blutversorgung. Aber wenn die Brust, kann man sich vorstellen, sehr, sehr groß ist und dieser Nippel-Areola-Komplex, wenn der dann irgendwo dann wieder nach oben gesetzt werden muss, dann ist das einfach ein sehr langer Weg und oftmals staucht sich dann diese Blutzufuhr und wird abgeklemmt oder die Blutabfuhr, der Abfluss wird gestaut und dann stirbt unter Umständen genau das die Mamilla eben ab. Nicht, weil sie versetzt wurde, abgeschnitten wurde, sondern weil sie einfach nicht mehr durchblutet ist. Und das ist das ist eine häufige Komplikation bei der Brustverkleinerung. Da kommt es eben auch auf die Technik und insbesondere auf die Erfahrung des Operateurs drauf an. Das ist ein Eingriff mit einer langen, langen Lernkurve. Und wenn das passiert ist, Worst-Case-Szenario, dann würde ich jetzt als Laie vermuten, man transplantiert von irgendwo anders, haut da hin und tätowiert die dann vielleicht, dass die aussieht wie ein Nippel, oder? Genau, das ist, also wenn es wirklich total verloren gegangen ist, dann muss man erstmal im ersten Schritt natürlich dieses untergegangene Gewebe entfernen. Ja. Und das geht dann nur im zweiten Schritt, dann eine Rekonstruktion dieses Komplexes. Da gibt es verschiedene Techniken. Häufig wird aus der Leistenregion Haut da drauf transplantiert und dann auch ein Nippel gebastelt. Ja. Das sieht natürlich niemals so aus wie das Original, das ist normal. Right. Aber man kann auch von der anderen Seite den halben Nippel transplantieren dann dorthin. Aber alles eben ohne Sensibilität. Es wird niemals mehr ein Gefühl bekommen. Also für die Frauen, die dann betroffen sind, eigentlich eine volle Katastrophe. Horror. Aber muss ich sagen, ich bin fasziniert davon, was ihr alles hinkriegen könnt bei Korrekturen. Du hast großzügigerweise uns mit Fotos versorgt von einem Fall. Das ist eine Frau, ich glaube, die hatte eine Unterlidstraffung, die schiefgegangen ist. Ist das so? Ja. Da haben die einfach zu viel geschnitten, oder? Ja, also da gibt es ja die verschiedensten Varianten, was da alles passieren kann. Sehr, sehr häufig ist einfach zu viel Haut am Unterlid weggeschnitten, plus kleine Bändchen durchtrennt, die den Halteapparat am Unterlid machen. Und dann kann es eben sein, dass das Auge aufklappt. Das hier ist das vorher, ne? Genau, da habe ich kein Nachherbild, das ist eine andere Person gewesen. Aber das ist natürlich das ist ein relativ frisches Bild von einer fehlerhaft durchgeführten Operation. Da sieht man, das ist einfach viel zu viel Haut weggenommen. Ich kann sagen, dass man denkt ja, um Gottes Willen, da muss ja sofort eine Not-OP erfolgen. Nein, auch die muss man monatelang damit rumlaufen lassen. Das ist absolut falsch, das sofort zu operieren. Ich musste die dann später nachoperieren, aber das hat sich nochmal deutlich erstmal verbessert, aber es war niemals so, wie es sein soll. Es gab dann eine andere, das warst aber nicht du, hier ne? Genau. Das war ich dann. Nee, aber bei der anderen. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ja. Also das ist schon stümper. Das ist schon too much. Ja. Also das kann also wenn es so aussieht, dann ist was falsch gelaufen. Ja. Gut. Das ist ein Bilder von einer Patientin. Hier sieht man das noch vor der OP, wie das Unterlid sich auch so verzogen hat. Ja. Und da habe ich dann Haut transplantiert, um wieder die Lidkante in die richtige Position zu bekommen. Um die Spannung da wegzunehmen. Ja, plus natürlich noch Nähte innen und die Haut kam dann von dem hinterm Ohr. Wie lang nach der OP ist das? Das ist ein paar Wochen danach. Deswegen sieht man dieses eingenähte Areal noch so. Das wird mit der Zeit immer ein bisschen blasser und ich habe die jetzt nochmal gesehen, das ist jetzt aber auch schon 3-4 Jahre her, da sieht man kaum noch was. Toll. Ja. Weil das sind wirklich dann so die Sachen, wenn ich mir das vorstelle, in meiner Vorstellung ist das wirklich so, dass ich denke, okay, wenn man das einmal
Wenn man einmal zu viel Haut weggenommen hat, was willst du dann noch machen? Aber du kannst ja offensichtlich Du was kannst, machen. ja, also kann man machen, ja. Wahnsinn. Also im Gesicht nimmt man gerne Haut aus der Gegend hinterm Ohr, die eignet sich ziemlich gut, weil die Ja. so ähnlich von der Farbe ist. Ja, an der Brust halt von der Leiste und so weiter. Also Ja. das ist, Gibt es Sachen, wo du sagst, generell der Eingriff, der lässt sich leichter korrigieren oder das ist easy für uns, das haben wir schnell gemacht und andere, wo du denkst, ach, um Gottes Willen, ist es verkackt, verloren. Also wie gesagt, bei Nasen bin ich da raus. Die schicke ich wirklich Klar. zu den Sub-Spezialisten. Wir haben da auch ein super Netzwerk. Aber alles andere, nein, kann ich gar nicht so sagen. Es gibt immer von bis. Ich finde immer die Lidkomplikationen, die sind eben so augenscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist eben, das sieht man immer. Und so ein verzogenes Augenlid ist einfach schlimm. Ist aber auch nicht so einfach zu korrigieren. Das muss man sagen. Und alles, was die Facelift-Chirurgie hergibt, ist natürlich auch teilweise. Wie oft ist denn, also ich hab eine Geschichte, ich habe eine Freundin, eine Transfrau, die hat sich damals auch aus finanziellen Gründen, die wollte die Sachen günstig gemacht bekommen und ohne große Nachfragen und ist, glaube ich, für die Brust ist sie, glaube ich, weiß gar nicht, irgendwo, ich glaube, nach Thailand geflogen und hat die da so relativ schnell und ein bisschen grob auch gemacht bekommen und ich habe ihre Brüste gesehen und die Implantate sitzen sehr, 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 sehr eng zusammen. Die sieht aus, als hätte sie permanent so einen super krassen Wie so Push-Up eine bra. Arschbacke sieht das Genau, dann aber es manchmal ist aus. halt nur, das Implantat ist relativ klein. Also Ja. es sind zwei kleine Implantate, die sehr weit in der Mitte sitzen und hier ist dann ganz lange nichts. Und dann habe ich sie auch gefragt, ist das eine verkackte OP? Dann sagte sie, nee, sie glaubt, das liegt daran, dass sie in der Nachsorge das falsch gemacht hat. Nämlich sie hat immer auf der Seite geschlafen und hat immer sich so die Arme so eng zusammen gehabt. Sie glaubt, dass es daran liegt. Kann das sein? Nein. Nein, also das ist schon verkackt vom Ja. Arzt. Das ist falsch platziert. Also das durch eine falsche Schlafhaltung, das kann nicht Ich glaube, das so haben sie ihr passieren. gesagt. Das kann so nicht passieren. Ich glaube, das hat der Definitiv Arzt nicht. dir gesagt. Er hat gesagt, Das ist hat der deine Arzt Schuld. dir gesagt. Es kann natürlich, wenn man jetzt wirklich permanent nach frisch implantierten Brüsten, wenn man dann jetzt auf dem Bauch liegt und die Leute werden ja angehalten, eben nicht auf dem Bauch, nicht sofort auf der Seite zu schlafen, aber selbst wenn sie das unbewusst nachts machen, das wäre ja grauenhaft, dann würde ja jede Brust dann so aussehen. Also das hat nichts damit zu tun, das ist falsch reingesetzt. Aber es kann schon sein, dass Patienten selber dafür verantwortlich sind, wenn irgendwas verkackt aussieht, weil sie einfach in der Nachsorge was massiv falsch machen, oder ist das fast ausgeschlossen? Nee, das ist ein Faktor, der mit reinspielt. Ich kann mich erinnern noch an eine Patientin, das ist auch ein paar Jahre her, die hatte eine Brustvergrößerung, hat es relativ schnell gemacht. Ihr kleinstes Kind war da mal gerade so 1,5 Jahre alt. Die wollte halt einfach die kleinen, ausgesaugten Brüste wieder schön. Haben wir gemacht, alles super. Und dann ist die aber irgendwie mit ihrem kleinen Sohn immer auf einer Seite auf die Brust gesetzt, dann durch den Supermarkt mit dem Wagen gefahren, der Sohn auf der Brust. Und dieses permanente Drücken natürlich einseitig auf diese frisch operierte Brust hat dazu geführt, dass natürlich dann diese angelegten Nähte innen, um die Brust zu halten, dass die so ein bisschen ausgedrückt wurden und dann ist das einfach nach unten gerutscht. Kann passieren. Was ist denn dann, wenn sowas passiert? Also generell bei Korrekturen, wenn das was ist, was du selber, wenn es eine Korrektur ist für eine Operation, die du durchgeführt hast, Ja. wer zahlt das denn? Zahlt das der Patient? Dann muss der dann nochmal bezahlen, oder? Das ist eine wichtige Frage. Es gibt Versicherungen, die Patientinnen abschließen können vor einer Operation, die gewisse Dinge eben wie zum Beispiel auch bei einer Brust-OP eine Kapselfibrose mitversichern oder auch direkte Komplikationen wie so etwas. Aber ich finde, das ist ein Zusammenspiel von Patient und Arzt. Und wenn ich sehe, das ist nie die Schuld vom Patienten und auch nicht immer die Schuld vom Arzt, da ist manchmal auch nicht klärbar, was jetzt dazu geführt hat, dass die Brust abgesackt ist. Und wenn das der Fall ist, machen wir das zumindest hier so, dass die Patienten das kostenlos korrigiert bekommen. Eventuell muss natürlich noch ein Anteil für eine Narkose bezahlt werden. Aber mir ist dran gelegen, dass die zufrieden sind, dass man denen hilft. Es kommt ja Gott sei Dank nicht so oft vor, sodass das einfach, ich glaube, in die Kalkulation mit passt. Und wir leben alle einfach besser dann damit, als eine Versicherung wieder einzuschalten. Wir wissen alle, die wollen nichts bezahlen. Und es wird einfach immer schwieriger. Jetzt ist mir eine Sache aufgefallen. Es gibt ja
gerade so bei TikTok gibt es sehr viele Kollegen von dir, Kolleginnen von dir, die sich, glaube ich, das zur Marke gemacht haben, andere Leute oder die Eingriffe anderer Leute zu verreißen. Oder auch so Promis bloßzustellen, zu sagen, was hat die denn gemacht, das sieht ja schlimm aus, bla 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 bla. Und damit machen sie irgendwie Content. Was ich an sich schon scheiße finde, als professioneller Mensch, wenn das deine Brand sein soll, dass du irgendwie die Arbeit anderer Leute und auch einfach andere Menschen irgendwie niedermachst und bloßstellst, finde ich schon scheiße. Aber was mir aufgefallen ist, dass gerade so frische Eingriffe dann oft so als Ragebait benutzt werden. Also es gibt Emma Fernlund, ich weiß nicht, du wirst die vielleicht nicht kennen, das ist so eins von diesen Reality-TV-Girls, die ist ein hübsches Mädchen, die ein paar Mal jetzt schon in der Türkei war und da halt irgendwas hat machen lassen als Kollaboration. Ist sie aus Deutschland? Ja, ja. Ah, okay. Und dann hat sie dann, ich glaube, da hatte sie irgendwie hier hinten so einen Browlift und vielleicht hat sie noch irgendwas anderes machen lassen, aber die war halt ganz frisch operiert. Also es sah halt nicht schön aus, so. Aber Teil der Kollaboration war anscheinend, dass sie da dann irgendwie ein Video macht von dieser Klinik aus der Türkei und halt irgendwie sich vor die Kamera setzt und halt irgendwie sagt so, hey Guys, ich habe gerade das und das machen lassen und ich freue mich total und alles Gute, kommt doch auch mal hierher. Und also weirde Choice von der Klinik, dass sie das Girl so da hinsetzen, komplett frisch gemacht. Ich zeige dir gleich ein Foto. Aber ja, dann gibt es Kollegen von dir, die wissen müssten, dass das natürlich ein komplett frischer Eingriff ist. Du siehst die Nähte, die da sind frisch gemacht, und sich dann aber also nicht entblößen, sich dahin zu stellen und dann, ja, und das ist verkackt und guck mal hier und wie kann das sein und wo ich mir dann denke, also wie sieht man das als Profi, wenn man so eine Kollegin sieht? Da kriege ich wirklich die Krätze drüber, muss ich mal so sagen, wie man das so schön sagt. Also ich hasse das. Da gibt es so ein paar Spezialisten, die dann auf allem rumdreschen, dann irgendwelche Fantasien da rausplaudern, was da wohl gelaufen ist. Und was du sagst, das ist natürlich das beste Beispiel, wie dann alles in so eine Botched-Ecke gedrängt wird, wenn jemand gerade frisch operiert ist. Hätte dir ja auch passieren können, unsere letzte Folge. Das ist genau. Und das finde ich absolut, sorry, aber das finde ich widerlich. Und das, also die sah schon wild aus, aber genau. Ja klar, da sieht man ja, also das, gut, die kenne ich wirklich nicht, aber das sieht man natürlich, da ist ja alles noch ganz, ganz fresh. Man sieht dann noch oben an den Brauen außen diese Aufstauchung an der Stirnhaut, das ist alles overcorrected, aber nicht auf Dauer, sondern im Heilungsprozess wird sich das senken. Gibt es ein Bild danach? Ja, ja. Ach so. Ja, ja. Ja, und da hat er wahrscheinlich gesagt, wie furchtbar das alles schlimm, ja. Genau, hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt. Alles sieht schlimm aus. Wie kann man nur? Welche Stümper waren da am Werk? Aber auch, wie kann sie? Warum ist sie so besessen? So. Und dann immer das Thema, sie war im Ausland. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Aber ich zeige sie dir jetzt, wie sie jetzt aussieht. Also, ich würde sagen, die hat alles richtig gemacht, die Maus. Ja, super hübsch. Oder? Ja. Also überhaupt nicht botcht, überhaupt nicht gedingst. Aber dieses Rage-Baiten von, also was mich daran aufregt, ist, diese Leute müssen es ja besser wissen. Die müssten ja eigentlich, wenn sie ihr Fach verstehen, auf dieses Foto gucken und genau wie du wissen, ach ja, das ist das. Das ist noch am Heilen, das ist offensichtlich frisch. Meistens haben die doch gar nicht. Die solche TikTok-Videos machen, die sind ja auch nur möchte gern Spezialisten von irgendwas. Ich glaube denen immer, wenn die sagen, sie sind Schönheitsprofi. Ich glaube, wenn man da richtig recherchiert, die spritzen auch nur mal ein bisschen Botox und entscheiden dann über solche Sachen. Also ich finde es einfach unseriös und es ist schade, man kann es aber auch nicht bekämpfen. Ich habe eine Patientin, die ist relativ prominent, die lässt immer nur ganz wenig machen, wirklich, wirklich wenig. Und die ist da auch mal in so einem Kanal gelandet. Die ist aus allen Wolken gefallen, was der da alles, die ist einfach nur mal komisch fotografiert worden und dann hat er Sachen da so erzählt. Die hat sich darüber echt geärgert, nur scheinbar kann man da rechtlich nicht viel machen. Ich weiß gar nicht, wie die Lage ist. Als Person des öffentlichen Lebens ist das oft schwierig, genau, weil du hast ja irgendwie nicht so richtig mehr Recht an deiner eigenen Privacy. So, also sie sagt, es ist schwierig, da irgendwas zu machen. Man könnte es natürlich eine Unterlassung, aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Es ist schade, dass es so etwas gibt und ich finde, auch unter Kollegen ist das einfach nicht schön. Unterirdisch. Ja. Also ja, lern doch mal was Anständiges. Eben, ja. Die haben ja auch wer so viel Zeit dann dafür hat, sich dann nun jeden Tag da irgendwie auszulassen über irgendwelche Sachen. Kann ich so viel arbeiten.
kann nicht so Just viel saying. arbeiten. Gut, damit haben wir jetzt wieder über die richtigen Leute gelästert und nicht über die falschen. Das ist sehr schön und ich fühle mich sehr gut informiert zu diesem Thema. Ihr könnt natürlich in diese Materie immer noch ein bisschen tiefer eintauchen, aber ja, wir haben ja auch einen zeitlichen Rahmen, den wir ein bisschen einhalten wollen. Deswegen wollen wir es nicht zu lang machen und wir machen den Sack jetzt hier mal zu. Aber vielen Dank für all diese Einblicke, weil ich glaube, das ist ein Thema, wo es wirklich viele Missverständnisse gibt und viele Leute einfach sehr viel Urteil haben, bevor man sich gescheit informiert hat. Absolut. Aber toll, dass wir es mal als Thema genommen Yes. haben, weil es einfach sau wichtig ist. Ja. Und auch danke für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Kenne ich auch viele Ärzte, die on-camera immer so tun würden, als würden sie nie Ach, Fehler es machen. gibt Ärzte, Kollegen, die mir sagen, ich erzähle ganz freimütig, ach, das ist mir da und da passiert und dann, ich bin verwundert, hast du eine Idee? Ja, das ist mir noch nie passiert. Na, also sowas hatte ich noch nie. Nein, das gibt es noch nicht. Also, dann denke ich mir immer, meine Güte, Ja, Wahnsinn. alles nur Menschen. Alles nur Menschen. Gut, was haben die denn für ein Problem? Ja? Ein Okay. Ego-Problem. I don't have it. Sehr schön. Gut, ihr Süßen. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn euch dieser Podcast gefällt. Dann könnt ihr gerne liken, teilen, kommentieren, uns all euren FreundInnen empfehlen. Wenn ihr einen Termin bei Christian haben wollt, bei Metropolitan Aesthetics in Berlin oder in Zürich, dann findet ihr die Adresse der Homepage bei uns in den Shownotes oder ihr könnt es einfach googeln. Metropolitan Aesthetics findet man. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf und bis dahin. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.